Heute erwecke ich dieses Design zum Leben. Ich zeige dir dabei einige der spannendsten UI-Herausforderungen. Von Farbverläufen, versetzte Layouts bis hin zu ungewöhnlichen Formen. Hier sehen wir den dazugehörigen Figma-Entwurf. Zur Umsetzung verwenden wir Jetpack Compose und die dazu passende Material 3 Library von Google. Der grundlegende Aufbau unserer App setzt sich zusammen aus einem Scaffold als Container, Top-App-Bar für die Titelzeile, Bottom-App-Bar für die Screen-Navigation und vielen Custom-Layouts, Eigenimplementierungen, um die ungewöhnlichen Formen unseres Figma-Designs auch umzusetzen. Das Design hat uns wirklich ein paar interessante Nüsse zu knacken gegeben. Beginnen wir aber erstmal mit dem Hintergrund. Unser App-Hintergrund setzt sich zusammen aus einer durchgängigen Farbe und einem ungewöhnlichen Dekorator als Hintergrundbild. Ich traue mir noch zu, die Hintergrundfarbe für meine App zu setzen. Bei dem Hintergrundbild mache ich es mir tatsächlich einfach und exportiere es mir aus Figma raus. Um unser Drawable nun hier anzeigen zu können, müssen wir den bestehenden Code etwas umbauen. Wir brauchen eine umschließende Box, um Elemente hintereinander platzieren zu können. In der Box platziere ich dann ein Image Composable mit meiner Background Drawable Ressource als Painter-Objekt. Zusätzlich zu dem Hintergrundbild muss ich jetzt noch meine Hintergrundfarbe von dem gesamten Content-Bereich anpassen. Dazu gebe ich meinem Scaffold eine zusätzliche Containerfarbe. Wenn ich mir das Ganze jetzt so in meiner Android Studio Preview anschaue, sehe ich, da stimmt noch was nicht. Ich sehe schon mein Hintergrundbild, ich sehe auch die Hintergrundfarbe, nur meine Top-App-Bar und meine Bottom-App-Bar, da liegt irgendwie noch ein weißer Streifen drüber. Um den weißen Streifen wegzubekommen, müssen wir sie transparent machen. Die Top-App-Bar akzeptiert zum Beispiel ein Colors-Parameter. In unserem Fall wollen wir die Containerfarbe überschreiben zu einem transparenten Hintergrund. Für meine Bottom-App-Bar sieht das Ganze ähnlich aus. Und zwar ist es die Container Color, also die ganze Hintergrundfarbe von dem Container. Haben wir beide Farbwerte überschrieben, sehen wir jetzt unsere Hintergrundfarbe und unser Hintergrundbild hinter der gesamten App, top to bottom. Nun können wir loslegen, uns die einzelnen Elemente vorzunehmen. Wir beginnen ganz oben mit unserer Top Navigation an. Wir geben unserem Text Composable erstmal den passenden Textstyle aus unserem Figma Design. Mein Text ist weiß, er hat die richtige Schriftart, sieht aus wie im Design. Jetzt haben wir noch den Button. Wir ersetzen den Button hier durch einen Icon-Button, denn wir haben ja auch ein Icon drin. Wenn ich dann dem Icon auch noch die richtige Größe und die passende Tint verpasse, sieht das schon gar nicht schlecht aus. Fehlen tut uns aber noch der markante Hintergrundverlauf und die Form des Buttons. Dabei fällt uns auf, die Form und diesen Hintergrundverlauf, den haben wir ja öfters in unserem Design. Auch auf weiteren Screens in unserer App finden wir immer wieder diesen Hintergrundverlauf. Genau darum packen wir diesen Hintergrundverlauf in einen eigenen Button Background Modifier. Der Modifier selbst ist wenig spektakulär. Wir haben einen Gradient mit Farbwerten, die wir uns vorher aus dem Figma Design gesucht haben und der passenden Shape, um die Rundung der Ecken hinzubekommen. Bevor wir uns dem nächsten UI-Element unserer App widmen, müssen wir aber nochmal einen Blick auf unser Figma Design werfen. Genauer gesagt sind wir auf der Suche von dem Abstand, den all diese UI-Elemente zu den Rändern haben. Wir sehen, wir haben hier einen horizontalen Abstand zu den Rändern. Die 20 Pixel fehlen mir hier noch in meiner Umsetzung. Füge ich sie mir einfach hier mit hinzu zu meinem anderen Padding. Das kann ich problemlos machen in Compose. Ich kann beliebig viele Padding-Modifier aneinander rein. Nun sieht auch der horizontale Abstand von meinen UI-Elementen ordentlich aus. Die Topcard in dieser App, die hat einige Spezialitäten. Die Topcard fällt vor allem dadurch auf, dass sie eine sehr ungewöhnliche Form hat. Die Form
können wir so nicht out of the box mit Compose umsetzen. Da müssen wir uns was dafür ausdenken. Und wenn wir auch genauer hinschauen, sehen wir, dass es eine Überlagerung von unserem Produktbild mit dem dazugehörigen Text gibt. Wir beginnen damit, unsere Topcard auf eine Box umzubauen, damit wir unsere UI-Elemente stacken können. Und anschließend verpassen wir unserem Image und unserem Text die Abstände zu den Rändern, die wir uns aus dem Figma-Design rausgelesen haben. Und auch der Text braucht hier wieder seinen richtigen Textstyle. In unserer Preview sieht das Ganze schon mal ganz ordentlich aus. Bevor wir uns um die Gradienten im Border und im Background kümmern, brauchen wir aber erstmal unsere unkonventionelle Shape. Und genau diese Shape habe ich hier mit Hilfe der Shapes Library von Android habe so lange damit rumgebastelt, bis ich aufs richtige Ergebnis gekommen bin. Diese Shape verwende ich dann für meinen Border und den Background von meiner Kachel und das Ergebnis sieht auch eigentlich ganz gut aus. Bei den Categories im Design sieht es schon etwas trickier aus. Die Categories in unserem Design sehen auch sehr unkonventionell aus. Wir haben hier sehr viel abgestufte Positionierung von den einzelnen Buttons. Auch die Buttons selber haben sehr individuelle Hintergründe, alles sehr, sehr individuell designt. Weil das Ganze so individuell designt ist, habe ich beschlossen, das Ganze auch mal rauszuziehen in eigene Composables. Dazu habe ich mir ein Category Item Composable gebaut, das erstmal nichts anderes ist als ein Container, in den man Inhalt reinlegen kann. Wir haben ihm die passende Größe gegeben und auch den Hintergrund. Den Verlauf machen wir konfigurierbar. Die Gradienten selbst kommen auch häufiger vor. Drum haben wir die schon mal rausgezogen in unser Theme gepackt. Dann können wir sie einfach wiederverwenden, wo wir wollen. Um das Ganze noch besser voneinander zu kapseln, habe ich hier auch noch ein eigenes Composable für so einen Kategorie Text und ein eigenes Composable für ein Kategorie Icon. Jeden der Category Items übergebe ich durch den Parameter seinen nötigen Gradienten. Um das Ganze zu offsetten, habe ich mich hier mal entschieden, ich benutze ein Padding und gebe einfach jedem Category Item ein individuelles Padding, damit ich am Ende auch auf das gewünschte Zielbild komme. Kann man auch anders machen, ich zeige euch auch gleich wie. Zeige ich euch aber nicht an den Categories, die sind ja jetzt schon fertig. Wir springen weiter zu unserem nächsten Patienten, unser Grid mit den Produkten. Wenn wir uns den Status Quo so anschauen, dann merken wir, wir brauchen noch einen Abstand zwischen unseren einzelnen Items. Und wir müssen das Ganze irgendwie voneinander offsetten, damit hier kein Bruch entsteht zu der Diagonalen, die es weiter oben in den Categories gibt. Jetzt gerade eben haben wir es mit dem Padding gelöst für unsere Kategorien. Können wir es denn noch anders lösen? Das Padding zwischen unseren List-Items ist einfach. Ich definiere ein Horizontal Arrangement zwischen alle Items bitte, einen Abstand von 20 Pixeln. Schon haben meine List-Items alle den richtigen Platz zwischeneinander in der Horizontalen. Für den Offset muss ich ein bisschen tricksen. Wenn wir uns das Design nochmal genau ansehen, sehen wir, dass List-Item in der ersten Column etwas nach unten verschoben ist, weil wir findige Entwickler sind. Wir suchen also nach pragmatischen Lösungen. Für jedes List-Item, das in der ersten Spalte liegt, machen wir einen Modifier, um das Ganze in der Y-Achse weiter unten zu verschieben. Und wenn nicht, ja, dann machen wir es halt nicht. Und um den Designer restlos zufriedenzustellen, sorgen wir dafür, dass jedes Teil auch den richtigen Hintergrundverlauf hat. Verratet aber bitte keinem, dass das jetzt hier nur ein Fake für den Designer ist und in echt gar nicht funktioniert. Ist für die ja eh egal. Unser Design müssen wir jetzt noch abrunden, indem wir diese hübsche Bottom-App-Bar nachbauen. Auch die bereitet einem beim ersten Hingucken schon mal ganz schön viel Kopfzerbrechen. Fassen wir mal zusammen, was wir hier sehen. Wir haben auch hier wieder irgendeinen Hintergrund in einer sehr unkonventionellen Form, der hinter dem ganzen Buttons liegt. Auch unsere Produkt-Items aus dem Grid überlagern soll. Die Farbe selbst macht mir kein Kopfzerbrechen, aber es ist schon wieder so eine komische Form, die ich hier extra spendieren muss.
Und auch der Button ist, sagen wir mal, etwas speziell. Den Gradienten habe ich schon, Haken dran. Die Form ist auch wieder irgendwas Custom gebautes. Da muss ich mir wieder was überlegen. Und auch die Positionierung ist anders, positiv ausgedrückt. Der jetzt gerade aktive Button muss irgendwie noch mehr hervorgehoben werden, indem er nach oben hüpft. Hat sich der Designer so ausgedacht, bauen wir eben. Weil auch da abzusehen ist, dass das eine ganz schön wilde Implementierung wird, habe ich das auch ausgelagert in ein eigenes Composable. Zuallererst brauchen wir wieder eine eigene Custom Shape. Nehmen wir unsere Shape Library und doktern so lange an den Properties rum, bis was Brauchbares dabei herauskommt. Bei der Höhe wenden wir jetzt einen Trick an. Wir machen das Item selber höher, wenn es gehighlightet ist. Das heißt, dadurch haben wir mehr Platz in unserem Layout. Wenn das Ding gehighlightet sein soll, ja, dann malen wir hier unseren Gradienten, unseren Button-Gradienten dahinter mit unserer Special Shape. Das Icon selbst hat immer die gleiche Größe und bekommt halt je nachdem gehighlightet oder nicht die entsprechende Tint verpasst. Der spannende Teil kommt dann, wenn ich das Ganze zusammenstecke. Ich baue mir eine Row, der Abstand zwischen meinen Composables soll gleichmäßig sein und ich alleine alles unten. Das heißt, alle Elemente werden nach unten gelayoutet. Denkt daran, alle Elemente sind gleich groß, bis auf das gehighlightet ist und liegt dadurch weiter oben. Hätte ich das Ganze jetzt auch wieder mit einem Offset oder einem Padding machen können statt einer Höhe? Ja, hätte ich machen können. Ich fände das mit einem Offset wahrscheinlich sogar besser. Ich wollte halt einfach mal was anderes ausprobieren. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welche von den 3 Methoden, die wir bis jetzt gesehen haben, um ein Element zu verschieben im Baum, ihr bevorzugen würdet und auch warum. Die Items selber habe ich jetzt fertig, aber erinnert euch, wir haben ja da noch dieses komische Shape unten in unserem Design, das hinter den eigentlichen Items liegt, das auch wieder so eine komische Schräge da drin hat. Ihr kennt das Spielchen schon. Wir bauen uns eine eigene Custom Shape. Auch hier spielen wir so lang, bis halt was Brauchbares dabei rauskommt. Packen wir das Ganze wie gehabt in eine Box und setzen das Ganze als Hintergrund mit unserer passenden Shape. Und voilà, wenn ich mir das Ganze in meiner Preview anschaue, sehe ich, ja, das stimmt noch irgendwas nicht. Aber keine Angst, der Fix dafür ist recht einfach. Aktuell hängt unsere Bottom-Tab-Bar einfach noch nicht an der richtigen Stelle von unserem Scaffold. Es hängt im Moment in dem dafür vorgesehenen Slot der Bottom-Bar. Funktioniert hier für mich in dem Fall halt nicht. Also reiße ich das Ganze hier raus, stecke das Ganze in die umschließende Box zu meinem Hintergrundbild und zu meinem eigentlichen Inhalt. Dadurch, dass es das letzte Element ist, liegt es jetzt ganz oben im Rendering. Damit das UI-Element dann auch wirklich unten gerendert wird, Bottom Bar sollte halt dann schon unten sein, verpasse ich dem Ganzen noch ein individuelles Alignment. Und jetzt sieht das Ganze auch wirklich so aus wie im Zieldesign. Den Stand, den wir jetzt hier zusammen umgesetzt haben, verlinke ich euch auch gerne nochmal in der Beschreibung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ihr habt etwas gelernt. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. In der Zwischenzeit könnt ihr euch dieses Video hier als nächstes ansehen.